Ausrüstung der Sicherheitskräfte der deutschsprachigen SCP Foundation. Dies ist eine Liste mit einigen Ausrüstungsgegenständen der Sicherheitskräfte der Foundation in Deutschland. Anders als bei der Mutter-Foundation in den USA, ist der Anblick bewaffneter Zivilisten und Sicherheitsdienste sowie des Militärs und Spezialeinheiten der Polizei im deutschsprachigen Raum sehr ungewöhnlich und würde für großes Aufsehen, mediales Interesse und gar, insbesondere bei bewaffneten Zivilisten, das Einschalten der staatlichen Behörden nach sich ziehen. Daher wird für Wachleute und Reaktionskräfte, die außerhalb der Standorte oder in deren Außenbereichen bei der Auswahl der Waffen, persönlicher Ausrüstung, Fahrzeuge und des Äußeren der Sicherheitsleute großer Wert auf Tarnung gelegt. Je nach Tarnung des Standorts treten sie als Polizei, Militär oder privater Sicherheitsdienst auf. Grundsätzlich erfolgt die Auswahl an Waffen und Ausrüstung neben dem Kriterium der Tarnung nach dem Kriterium der Wirksamkeit. So wird bevorzugt panzerbrechende, durchschlagskräftige Munition verwendet. Mitunter wird aber zugunsten von Munitionsvorrat, Präzision oder Kadenz auf größere Kaliber verzichtet. Oftmals werden Änderungen der Bewaffnung der abgebildeten Behörden umgehend übernommen. Anhang: Im ersten Teil geht es um die Handwaffen der Foundation, im zweiten geht es um die Fahrzeuge und im dritten Teil um die Fluggeräte. Der 3 Teile sind aber extra noch in verschiedenen Segmente aufgeteilt. Zum Beispiel bei Handwaffen sind es einmal Pistolen, Gewehre, Raketenwerfer und Exoten. Alle Quellen und weitere Informationen zu den Sachen, die erwähnt werden, sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Handwaffen. Übersicht. Zusätzlich zu diesen kann jedes Mitglied der Foundation beantragen, eine bestimmte Waffe tragen zu dürfen. Für Mitarbeiter, die nicht der Sicherheitsabteilung oder einem MTF angehören, ist das Führen einer Waffe genehmigungspflichtig. Für alle Waffen stehen verschiedene Anbauteile zur Verfügung. Zum Beispiel Taschenlampen, Laserpointer, Zweibeine, Zusatzgriffe, große Trommelmagazine und diverse Zieloptiken. Die Voraussetzungen für den Einsatz sind, dass sie entweder dem Behördenstandard entsprechen, dem Laien nicht auffallen oder im Normalfall nicht für Außenstehende zu sehen sind, sofern diese nicht ohnehin amnesiert werden. Pistolen. Die meisten Sicherheitsleute tragen Pistolen oder Maschinenpistolen als Grundbewaffnung und gegebenenfalls als Sekundärwaffen in Kombination mit schwereren Waffen oder der MP5, da diese nicht in einen Holster passt. Die MP7 ist aufgrund ihrer Kompaktheit und hohen Durchschlagskraft die Standardwaffe des Wachpersonals der Foundation. Einheiten, die als Polizei getarnt werden, stellen üblicherweise Bundespolizei, BKA oder den Zoll dar und nutzen deren Standardwaffe, die P30, gegebenenfalls in Kombination mit anderen Waffen. Die teils abweichenden Waffen der Landespolizeien sind zwar verfügbar, aber keine Standardausrüstung. Die erste Pistole ist die P12. Sie benutzt den Kaliber 45 ACP. Sie ist eine Standardpistole der Foundation in Deutschland. Ähnelt äußerlich sehr der P8, der Standardwaffe der Bundeswehr. P80. Die P80 benutzt den Kaliber 9x19 mm. Sie ist eine Standardpistole der Foundation in Österreich. Sie wird in der Bundesheer, österreichischen Polizei und bei der Schweizer Armee genutzt. Pistole 75. Die Pistole 75 ist die Standardpistole der Foundation in der Schweiz mit dem Kaliber 45 ACP. Sie wird immer noch bei der Schweizer Armee und der Schweizer Polizei genutzt. P30. Die P30 benutzt den Kaliber 40 S&W. Die wird als Standardwaffe der Polizeibehörden des Bundes und einiger Landespolizeien genutzt. MP7. Die MP7 ist eine kompakte Maschinenpistole mit einem Kaliber von 4,6 x 30 mm. Sie wird als Standardwaffe bei der Foundation in Deutschland genutzt. Genutzt wird sie aber noch bei der Bundeswehr, deutschen Polizei und bei der österreichischen Polizei. P5. Die MP5 benutzt ein Kaliber von 9x19 mm. Als ehemalige Standardwaffe der Foundation wäre sie jetzt nur noch selten im Einsatz. Sie wird aber trotzdem bei der Bundeswehr, deutschen Polizei, österreichische Polizei, Schweizer Polizei und bei der Schweizer Armee genutzt. MP9. Die MP9 ist eine Standardmaschinenpistole der Foundation in der Schweiz mit panzerbrechender Wuchtmunition. Mit dem Kaliber 6,5 x 25 mm CBJ wird sie in der Schweizer Armee und Schweizer Polizei genutzt. MP88. Die MP88 hat ein Kaliber von 9x19 mm je nach Variante des Steyr-AUG in 9 mm. Genutzt wird sie nur bei der österreichischen Polizei. Taser. Der Taser ist eine Elektroschockpistole von verschiedenen Hersteller und Produkte. Als Standardausrüstung für äußeres Standortwachpersonal wird sie genutzt.
aber auch bei der österreichischen und deutschen Polizei gebraucht. MZP-1. Die MZP-1 benutzt 40 mm Granaten. Sie ist eine Granatpistole, wird anders als bei der Polizei neben Reizgasgranaten auch mit für militärische Granaten, siehe AG-36, eingesetzt. Benutzt wird sie auch bei der deutschen Polizei und bei der österreichischen Polizei. Gewehre. Sturm-, Scharfschützen- und Maschinengewehre werden üblicherweise nur bei Außeneinsätzen verwendet. Sie alle sind für den Einsatz in Außenbereichen vorgesehen. Aufgrund der Größe und der Gefahr durch Querschläger werden in Innenräumen nach Möglichkeit keine Gewehre eingesetzt. Kurz- und Kompaktversionen mit querschlägerreduzierter Munition sind jedoch auch für Innenräume, insbesondere weitläufige Innenräume wie Bunkeranlagen, geeignet. G36. Die G36 ist ein Standardgewehr in Deutschland. Selten auch in den Varianten G36K und G36C. Mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm wird sie bei der Bundeswehr und teilweise auch bei der deutschen Polizei genutzt. StG-77. Die StG-77 ist eine österreichische Waffe, die als Standardgewehr in Österreich genutzt wird. Mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm wird sie auch bei der Bundeswehr eingesetzt. StGW-90. Die StGW-90 ist ein Standardgewehr in der Schweiz. Mit dem Kaliber 5,6 x 45 mm wird sie nur bei der Schweizer Armee eingesetzt. AG-36. Die AG-36 wird zur Verwendung mit G36, StG-77 oder einzeln eingesetzt. Neben der Standardmunition ist auch das HUNTIR-Aufklärungsprojektil verfügbar. Sie benutzt 40 mm Granaten und wird damit bei der Bundeswehr und bei der Bundesheer eingesetzt. GDEL 5040. Die GDEL 5040 wird zur Verwendung mit dem StGW-90 genutzt. Sie benutzt 40 mm Granaten und wird nur bei der Schweizer Armee eingesetzt. G27. Die G27 ist ein großkalibriges Sturmgewehr, wird auch statt dem G28 als DMR eingesetzt. Mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm wird sie auch bei der Bundeswehr eingesetzt. G22. Die G22 ist ein Standard-Scharfschützengewehr in Deutschland, wird aber vom G29 abgelöst. Sie benutzt den Kaliber 7,62 x 67 mm und wird damit nur bei der Bundeswehr eingesetzt. SSG-69. Die SSG-69 ist ein Standard-Scharfschützengewehr in Österreich. Mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm wird sie bei der Bundesheer und der österreichischen Polizei eingesetzt. SSGW-04. Die SSGW-04 ist ein Standard-Scharfschützengewehr in der Schweiz. Im Kaliber 8,6 x 70 mm wird sie nur bei der Schweizer Armee eingesetzt. G29. Die G29 wird im Zulauf befindlicher Ersatz für G22 eingesetzt. Sie verwenden den Kaliber 8,6 x 70 mm und wird nur bei der Bundeswehr eingesetzt. PGW-04. Der PGW-04 ist ein Hochleistungsscharfschützengewehr mit einem Kaliber von 12,7 x 99 mm. Sie wird derzeit bei der Schweizer Armee und bei der österreichischen Polizei eingesetzt. MG74. Die MG74 ist ein Standardmaschinengewehr in Österreich mit dem Kaliber 7,62 x 51 mm. MG4. Die MG4 war ein Standardmaschinengewehr in Deutschland mit dem Kaliber 5,56 x 45 mm. MG5. Die MG5 ist eine MG mit größerem Kaliber, meist auf Lafette von Fahrzeugen oder Stellungen aus eingesetzt. Mit einem Kaliber 7,62 x 51 mm wird sie nur bei der Bundeswehr eingesetzt. LMG05. Die LMG05 ist ein Standardmaschinengewehr in der Schweiz mit dem Kaliber 5,6 mm GW-PET 90. Remington 870. Die Remington 870 ist eine Schrotflinte für den Einsatz in Gebäuden. Auf kurze Distanz und zum Öffnen von Türen wird sie oft genutzt. Mit dem Kaliber 12 wird sie in allen 3 Armeen eingesetzt. Raketenwerfer. Raketenwerfer gehören nicht zur Standardausrüstung, werden jedoch auf den meisten Transportfahrzeugen für den Ernstfall mitgenommen. Sie werden vorrangig in ihrem eigentlichen Zweck, dem Einsatz gegen Fahr- und Flugzeuge feindlicher Interessengruppen, eingesetzt und nur äußerst selten gegen anomale Objekte und Entitäten. Einzig der RGW-90 oder dessen auf 60 mm, das Kaliber des Rohrs der Panzerfaust 3, verkleinerte Munition, wird vermehrt auch gegen widerstandsfähige Anomalien oder deren Verstecke eingesetzt. Der GW-90.
Der RGW-90 ist ein Mehrzweckraketenwerfer gegen mittlere und leicht gepanzerte Ziele, Feinde in Deckung, Gebäude und zum Sprengen von mannsgroßen Löchern in Mauerwerk. Er erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mit einem 90 mm Raketen wird sie nur bei der Bundeswehr eingesetzt, Panzerfaust 3. Bei der Panzerfaust 3 gibt es zwei Arten von Kaliber. Einmal 110 mm und 60 mm. Er wird zur Abwehr von Panzerfahrzeugen und Kampfpanzern eingesetzt und selten auch als RGW 60 mit Munitionsvarianten des RGW im Kaliber 60 mm. Sie wird auch in der Bundeswehr und bei der Schweizer Armee eingesetzt. PAL 2000. Der PAL 2000 ist ein Lenkraketenwerfer zur Abwehr von Panzerfahrzeugen und widerstandsfähigen Anomalien. Sie verwendet ein Kaliber von 150 mm und wird daher bei der Bundeswehr eingesetzt. M47 Dragon. Die M47 Dragon ist ein Lenkraketenwerfer zur Abwehr von Panzerfahrzeugen und widerstandsfähigen Anomalien. Sie verwendet ein Kaliber von 140 mm und wird daher bei der Schweizer Armee eingesetzt. Fliegerfaust 2. Die Fliegerfaust 2 wird zur Abwehr von Flugzeugen und Hubschraubern eingesetzt. Mit einem Kaliber von 70 mm wird sie bei der Bundeswehr eingesetzt. Exoten. Diese Waffen gehören zwar zum Standardrepertoire der Foundation, werden aber nur in Sonderfällen eingesetzt. Das G11 zum Beispiel liegt zwar in Massen auf Lager, ist aber sehr auffällig und Ersatzteile und Munition werden nicht mehr hergestellt und müssten nach Aufbrauchen des Lagerbestands von der Foundation mit großem Aufwand produziert werden. G11. Die G11 ist ein Gewehr für hülsenlose Munition. Sehr selten eingesetzt. Als das G11 das G3 der Bundeswehr ablösen sollte, wurden für die Foundation paar tausend G11 beschafft. Als die Bundeswehr sich anders entschied, wurden sie eingelagert. Sie benutzt den Kaliber 4,73 x 33 mm. G25. Die G25 ist ein Scharfschützengewehr, das in dazugehörigem Koffer mit Schalldämpfer, Zielfernrohr und Zubehör verdeckt transportiert werden kann. Mit einem Kaliber von 7,62 x 51 mm wird sie in der Bundeswehr eingesetzt. HKXM25. Die HKXM25 ist ein halbautomatischer Granatwerfer. Neben der handelsüblichen Airburst-Munition produziert die Foundation eine Vielzahl anderer Granaten wie panzerbrechende Granaten, Hohlladungsgranaten, Brandgranaten, Wuchtgeschosse, Gyrojet-Varianten und dergleichen. Relativ schwer, daher selten eingesetzt. Mit Trommelmagazin die Standardwaffe zum Einsatz mit dem taktischen Servokampfanzug SCP-150DE. Sie verwendet den Kaliber 24 x 40 mm. Flammenwerfer FLW 70. Der Flammenwerfer FLW 70 wird von der Foundation in Deutschland hergestellt und kann mit gasförmigen, flüssigen und pastösen Brennstoffen betrieben werden. Durch verschiedene Griffstücke und Gehäuse in Pistolen- und Gewehrform und als Sekundärwaffe für Servokampfanzüge verfügbar. Laserprojektor Serie LPX. Die Laserprojektoren der Serie LPX sind im Grunde waffenfähige Laserstrahler und eine Eigenentwicklung der Foundation. Durch verschieden kombinierbare Linsen, Resonatoren, Energiespeicher, Griffstücke und Anbauteile kann die Waffe an jede Situation angepasst werden. Die Standardvariante hat die Form einer großen Maschinenpistole mit Ausziehschaft. Aufgrund der fehlenden Zielballistik eignet sie sich nur bedingt gegen organische Ziele. Auch als Unterlaufwaffe an Sturmgewehren, lafettierte Fahrzeugbewaffnung und Sekundärwaffe für Servokampfanzüge. RTI Hammer P1. Der RTI Hammer P1 ist ein anomales Waffensystem von Raptor Tech Industries, ursprünglich von der Foundation bestellt, bis auf weiteres jedoch als SCP klassifiziert. Ausrüstung der Sicherheitskräfte der Foundation. Fahrzeuge. Mit bewaffneten Fahrzeugen verhält es sich ähnlich wie mit bewaffneten Personen. Die Sichtung von Panzerfahrzeugen, insbesondere militärischer Panzerfahrzeuge, ist seit dem Ende des Kalten Krieges, dem zunehmenden Abzug der Besatzungstruppen und dem Ende der internationalen Großübungen und dergleichen derart selten, dass sich binnen Minuten Fotos, Videos und Kommentare in den immer schwieriger zu kontrollierenden sozialen Netzwerken verbreiten. Obwohl die Foundation militärische Panzerfahrzeuge besitzt oder kurzfristig vom Militär ausleihen kann, werden für alltägliche Aufgaben stark umgebaute Zivil- und Polizeifahrzeuge eingesetzt. Da zur Feuerunterstützung Kampf- und Schützenpanzer nur unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden können und ein rein infanteristisches Vorgehen nicht immer möglich oder zu gefährlich ist,
werden offensichtlich oder verdeckt gepanzerte Fahrzeuge wie Geldtransporter, Wasserwerfer der Polizei, Feuerwehrfahrzeuge oder Lieferwagen und kleine LKWs mit einfahrbaren oder unter Abdeckungen verborgenen Waffen ausgestattet. Die Palette reicht von Maschinengewehren über Maschinenkanonen, Mörser, kurzläufige Panzerkanonen und Raketenwerfer bis hin zu exotischen und von der Foundation produzierten Waffen wie Railguns, Laserwaffen, Schallwaffen, Partikelwaffen, Plasmawaffen und weitere, von deren Existenz zu wissen ihre Sicherheitsfreigabe übersteigen dürfte. Und wir sie und den Autor terminieren müssten, würde er sie hier erwähnen. O44. Von den hier aufgezählten Kampffahrzeugen abgesehen, hat jeder Standort für den alltäglichen Einsatz einen Fuhrpark an gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen, die entweder in Zivil belassen oder als Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsfahrzeug oder als Fahrzeug eines Tarnunternehmens getarnt werden. Diese werden üblicherweise nur zum nicht sicherheitsrelevanten Transport von Personen und Material benutzt. Die Foundation in Deutschland besitzt zwar einige Varianten regulärer und exotischer Militärfahrzeuge, jedoch meist nur im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich. Insgesamt besitzt die Foundation auf deutschem und österreichischem Boden gerade einmal 100 solcher Fahrzeuge. Fahrzeugmontierte Waffen. Dies ist eine Liste von Waffen und Waffensystemen, die auf improvisierten Kampffahrzeugen eingesetzt werden. MG3 und MG74. Beide Maschinengewehre sind unabhängig voneinander stehende Weiterentwicklungen des MG42, einander aber zum Verwechseln ähnlich. Die beiden haben ein Kaliber von 7,62 x 51 mm und werden damit bei der Bundeswehr und bei der Bundesheer eingesetzt. M2. Die M2 ist ein schweres Maschinengewehr von verschiedenen Varianten. Sie benutzt ein Kaliber von 12,7 x 99 mm und wird bei der Bundesheer und bei der Bundeswehr eingesetzt. RH-202. Die RH-202 ist eine Maschinenkanone von einem relativ altes Modell, aber ist noch oft eingesetzt. Er benutzt die Munitionsart 20 x 139 mm und wird damit bei der Bundeswehr benutzt. MK-30. Die MK-30 ist eine moderne Maschinenkanone, ausgerüstet für Airburst und Ahead-Munition. Er benutzt den Kaliber 30 x 173 mm und wird damit bei der Bundeswehr und bei der Bundesheer eingesetzt. Für MK-30. Das RMK-30 ist eine rückstoßfreie Revolvermaschinenkanone. Auch mit taktischen Servokampfanzügen eingesetzt. Mit einem Kaliber von 30 x 250 mm wird sie so bei keiner Armee eingesetzt. HK-GMW. Das HK-GMW ist eine Granatmaschinenwaffe mit verschiedenen Munitionstypen. Auch mit taktischen Servokampfanzügen eingesetzt. Mit dem Kaliber 40 x 53 mm ist sie bei der Bundeswehr in Gebrauch. 40 mm CTWS. Die 40 mm CTWS ist eine moderne Maschinenkanone mit großer Feuerkraft und teils lasergelenkter Munition. Sie benutzt den Kaliber 40 mm Teleskoppatrone. Royal Ordnance L7A3. Das Royal Ordnance L7A3 ist eine Kampfwagenkanone des Leopard 1. Auf Lafetten auf LKWs montiert, wird derzeit durch die RH-120 LRR L47 ersetzt. Mit dem Kaliber 105 x 605.615 mm R ist sich auch bei der Bundeswehr in Gebrauch. Der RH-120 LRR L47. Die RH-120 LRR L47 ist eine leichte Glattrohrkanone mit reduziertem Rückstoß. Relativ neu zum Einbau auf Haubitzenlafette auf der Ladefläche von LKWs. Sie verwendet die Munitionsart 120 x 570 mm. Schwerer Flammenwerfer FLW-90. Der schwere Flammenwerfer FLW-90 ist für den Einsatz von fernbedienbaren Waffenstationen aus vorgesehen, zum Beispiel auf Fahrzeugen, unbemannten Bodenfahrzeugen oder für den Einsatz mit taktischen Servokampfanzügen. Laserkanone LP3X. Die Laserkanone LP3X ist eine vergrößerte schwere Variante des LPX für den Einsatz gegen alle nicht reflektierenden Ziele. Verbrennt Fleisch in Sekundenbruchteilen, daher auch gegen Infanterie und Infanteriegruppen effektiv. Für den Einsatz von Fahr- und Flugzeugen aus vorgesehen. Reguläre Kampffahrzeuge. Dies ist eine Liste regulärer, nicht improvisierter Kampffahrzeuge, die entweder so im Handel verfügbar oder von der Foundation produziert und umgebaut werden. Während des Kalten Krieges beschaffte die Foundation eine nicht geringe Zahl regulärer Kampffahrzeuge, um im Fall eines Krieges ihre Standorte verteidigen zu können.
Inzwischen wurde der Bestand deutlich verringert. Die Foundation hat aber einen gewissen Bestand behalten. Berge- und Pionierpanzer besitzt die Foundation nicht. Sie werden bei Bedarf ausgeliehen oder erforderliche Arbeiten mit ungepanzerten zivilen Fahrzeugen verrichtet. Sonderwagen 4. Der Sonderwagen 4 hat eine Bewaffnung von Gas- und Aerosolsprühgeräte. Er wird nur selten eingesetzt, meist zur Kontrolle von Menschenansammlungen. Verfügt über Sprühgeräte für flüssige und gasförmige Reizstoffe, Betäubungsmittel und amnesische Wirkstoffe und zu einem gewissen Grad über ABC-Schutz. Der Sonderwagen 4 wird hauptsächlich bei der deutschen Polizei eingesetzt. Wasserwerfer 10.000. Der Wasserwerfer 10.000 verfügt über Möglichkeiten zur Beimengung von Reizstoffen, Betäubungsmitteln und Amnesika und über einen gewissen ABC-Schutz. Die deutsche Polizei verwendet dieses Fahrzeug. Eagle. Der Eagle ist als bewaffnetes Patrouillenfahrzeug beschafft worden. Lackierung ist wie bei der Bundeswehr oder deutsche Bundes- und Landespolizei. Als Bewaffnung kann sie verschiedene MG verwenden. Benutzt wir sie auch bei der Bundeswehr, der deutschen Polizei, Schweizer Polizei und bei der Schweizer Armee. Survivor R. Der Survivor R ist als gepanzertes Patrouillen- und Einsatzfahrzeug beschafft worden. Die Lackierung ist wie in einige deutsche Landespolizeien gleich. Bewaffnung verwendet sie verschiedene MG oder GMWs. Der Survivor R wird bei der Bundeswehr und bei der deutschen Polizei eingesetzt. Duro. Der Duro ist als gepanzertes Transport- und Truppentransportfahrzeug beschafft worden. Sie kann verschiedene MG als Bewaffnung verwenden und wird bei der Bundeswehr und bei der Schweizer Armee eingesetzt. GTK Boxer. Die Foundation besitzt alle Varianten, die auch die Bundeswehr besitzt, zusätzlich auch mit Maschinenkanone MK-30-2 ABM im Zwei-Mann-Turm. Alle TPZ Fuchs wurden verkauft. Radschützenpanzer 93. Der Radschützenpanzer 93 ist neben dem 8x8 Radschützenpanzer in Besitz der Foundation. Auch einzelne andere Ausführungen der 6x6-Variante des MOVAG Piranha ist verfügbar. Als Bewaffnung verwendet sie eine 12,7 mm MG. Sie wird größtenteils bei der Schweizer Armee eingesetzt. Pandur. Einige Exemplare vom Pandur wurden beschafft. Derzeit wird abgewartet, ob und wann das Bundesheer den Pandur 2 beschafft. Leopard 2. Der Variante 2er 6 und 2er 7 wird sie von der Bundeswehr bzw. 2er 4 vom Bundesheer und der Schweizer Armee ausgeliehen. Es existieren einige wenige Exemplare mit KWS 3 140 mm Kanone mit Ladeautomatik, Post 2er 7 Plus und einige Prototypen der Foundation. Aufgrund der Auffälligkeit nur höchst selten eingesetzt. Ulan. Der Ulan ist ein Schützenpanzer des Bundesheeres. Auch einige Exemplare LT-105 als leichte Panzer sind verfügbar. Als Bewaffnung benutzt sie 30 mm und 7,62 mm für die MG. SPZ 2000. Der SPZ 2000 ist ein Schützenpanzer der Schweizer Armee. Einige Fahrzeuge sind mit der 40 mm Kanone 40-70B ausgerüstet. Marder. Neben der Standardbewaffnung stehen eine Vielzahl an Waffensystemen zur Verfügung. Die jüngste Anschaffung ist das 40 mm CTWS. Neben weiteren Maschinenkanonen und Raketenwerfern existieren Varianten mit experimentellen Waffensystemen. Aufgrund des seltenen Einsatzes und der beschafften Komponenten für den Schützenpanzer Marder wurde auf die Beschaffung des Schützenpanzer Puma verzichtet. Wiesel 1 und 2. Der Wiesel ist in zahlreichen Varianten vorhanden und relativ häufig eingesetzt. Unter anderem Wiesel 1 mit MK20 und RMK30 sowie Wiesel 2 als Sanitätsfahrzeug, Flugabwehr- und Mörserkampfsystem. Einzige Flugabwehr und Artillerie im Besitz der Foundation in Deutschland. Sie ist auch in der Bundeswehr in Einsatz. Exoten. Diese Waffen und Fahrzeuge werden nur selten und unter bestimmten Umständen eingesetzt. Einige sind nur noch im Bestand, weil sie als Prototypen und Einzelstücke nicht verkauft werden können und aus Gründen der Nostalgie einiger Direktorenratsmitglieder eine Verschrottung nicht in Betracht gezogen wird. Die meisten stammen aus der Zeit des Kalten Krieges und wurden von der Foundation nachproduziert, weil man mit den Anforderungen und Möglichkeiten der Foundation im Gegensatz zum regulären Militär einen Nutzen darin sah. Jüngste Ereignisse sorgen für eine vermehrte Sorge vor einem Krieg und da diese Systeme teils die einzigen ihrer Gattung im Besitz der Foundation darstellen. Kampfpanzer des Militärs könnten im Kriegsfall nicht ausgeliehen werden, findet derzeit in geringem Maße eine Modernisierung des Bestandes statt, soweit dies möglich ist, insbesondere was die Panzerung und Elektronik angeht. Kampfpanzer 70. Der Kampfpanzer 70 ist ein US-deutscher Prototyp aus den 1960er Jahren. Nach der Einstellung des Programms zugunsten des Leopard 2 und des Abrams kaufte die Foundation die meisten Prototypen.
Mehrfach Kampfwert gesteigert, modernen Kampfpanzern gegenüber aber nicht mehr konkurrenzfähig. Als Bewaffnung verwendet sie eine 120 mm Kanone, 20 mm Maschinenkanonen und eine 7,62 mm MG. VTS-1. Der VTS-1 ist ein Prototyp eines Waffenträgers mit außenliegender scheitellaffettierter Kanone auf Basis des Schützenpanzer Marder. Von der Bundeswehr zum Testen scheitellaffettierter Kanonen beschafft, anschließend von der Foundation als leichter Kampfpanzer in geringer Stückzahl nachproduziert. Als Bewaffnung hat sie eine 105 mm Glattrohrkanone und eine 7,62 mm MG. RTI Grizzly A1. Der RTI Grizzly A1 ist ein Prototyp eines KI-gesteuerten Kampfpanzers mit extrem durchschlagskräftiger Railgun, die jede bekannte nicht-anomale Panzerung durchdringen würde. Wie alle bekannten Produkte von RTI ist der Grizzly A1 anomal und als SCP klassifiziert. Ein Einsatz kommt derzeit auch in Klasse K Bedrohungslagen nicht in Betracht. SCP-150-DE. SCP-150-DE ist ein Servokampfanzug, die von MTF-DE-4V die Verteidiger eingesetzt würde. Ihre Bewaffnung ist variabel. Fluggeräte der SCP Foundation. Aufgrund der hohen Kosten werden Fluggeräte bei der Foundation seltener eingesetzt, als man annehmen könnte. Zwar stehen für den Transport von MTFs, VIPs und Anomalien Hubschrauber und Flugzeuge bereit, diese werden aber nur eingesetzt, wenn es nötig ist, nicht weil sie da sind. Des Weiteren sind gerade Hubschrauber extrem auffällig und es gibt durchaus Enthusiasten und Verschwörungstheoretiker, die die Sichtung von Hubschraubern, Kampfflugzeugen und Flugdrohnen aufzeichnen und diese auch sehr genau identifizieren können, teils auch einzelne Maschinen. Daher wird hier sehr darauf geachtet, dass die Lackierung und Markierung sehr genau passt und alle Maschinen in öffentlichen Listen, zum Beispiel bei Wikipedia, aufgelistet sind oder den dort verzeichneten Maschinen exakt entsprechen und ihr Standort dem Original im Wesentlichen entspricht. Die Foundation unterhält eine eigene Abteilung zur Planung der Flüge und dem Einsatz ihrer Maschinen, um möglichst keinen Verdacht zu erwecken. Die genannten Zivilisten sind des Weiteren weitgehend bekannt. Da private Hubschrauber hierzulande sehr selten sind, sind die meisten Maschinen als Polizei, Bundeswehr und Rettungshubschrauber getarnt. Hubschrauber. Der Einsatz von Hubschraubern wird in der deutschen Foundation zwiespältig gesehen. Zum einen ist es ein sehr schnelles und flexibles Transportmittel, das grundsätzlich gegen Angriffe vor Feindkräften besser geschützt ist. Zum anderen sind sie sehr auffällig und teuer. Sie werden daher nur bei Notwendigkeit eingesetzt. Alle planmäßigen Flüge werden von der Flugkoordinationsstelle der Foundation an Standort DE13 geplant und Anträge auf solche Flüge bearbeitet. Außerplanmäßige Flüge bedürfen der Zustimmung eines O4-Mitglieds oder einer schweren Notlage, die eine Evakuierung oder sofortige Anreise eines MTF erfordert. Die FKS nimmt außerdem Einfluss auf die zivile Flugsicherung und koordiniert sich über getarnte Kanäle mit Leitstellen des Militärs, Polizei und Rettungsdiensten. Alle Hubschrauber der Foundation sind mit Täuschkörpern ausgestattet. Einige Transportmaschinen sind tatsächlich schwer bewaffnet und/oder gepanzert, für Luftbodenangriffe, Aufklärung oder Kampfrettung ausgerüstet. Des Weiteren verfügt die Foundation über Sprühgeräte für Großflächenamnesika, die mit verschiedenen Typen einsetzbar sind. Eurocopter UHT Tiger. Der Tiger ist ein Kampfhubschrauber. Im Gegensatz zur Bundeswehr ist dieser mit einer Maschinenkanone ausgestattet, die in einem Behälter unter einem der Pylone zusammengefaltet wird, um nicht aufzufallen. Eurocopter EC-135. Der Eurocopter EC-135 ist ein leichter Transporthubschrauber der Foundation, wird aufgrund der häufigen Nutzung von Polizei und Rettungsdiensten bevorzugt eingesetzt. Hauptsächlich zum Transport kleiner Personengruppen und Einzelpersonen, Verwundetenrettung, Transport von VIP und kleinen Objekten, außerdem zur Schulung von Piloten. Die Foundation besitzt eine gepanzerte Version, die von außen nicht vom Original zu unterscheiden ist, bietet neben dem Piloten Platz für 7 Mann oder 2 Verwundete und 2 Begleiter. Eurocopter EC-145 Airbus H145M. Der Eurocopter EC-145 Airbus H1455M ist ein leichter Transporthubschrauber, wird weniger häufig eingesetzt als der EC-135, bietet bis zu 11 Mann Platz inklusive Besatzung. Spaziale AS-332 532. Super Puma. Der Super Puma ist ein mittlerer Transporthubschrauber der Foundation in zahlreichen Varianten. Standardhubschrauber zum MTF-Transport und zum Transport größerer Objekte und Gruppen von VIP, bietet je nach Ausführung Platz für 24 bis 29 Mann. Eurocopter EC-155B.
Der Eurocopter EC-155B ist ein mittlerer Transporthubschrauber der Foundation. Wird von der deutschen Bundes- und einigen Landespolizeien eingesetzt. Bietet Platz für MTF von 12 bis 13 Mann. Bell UH-60L Blackhawk. Der Bell UH-60L Blackhawk ist ein mittlerer Transporthubschrauber. Aufgrund rechtlicher Einschränkungen in Österreich nur tagsüber einsetzbar. Bietet Platz für 11 Mann oder 6 Tragen. Sikorsky CH-53K. Der Sikorsky CH-53K ist ein mittlerer Transporthubschrauber. Bietet für bis zu 36 Mann Platz, wird aber aufgrund der Größe und Auffälligkeit nur in Notfällen eingesetzt. Wird von der Bundeswehr ausgeliehen. Kampfflugzeuge. Wegen der enormen Anschaffungs- und Betriebskosten besitzt die Foundation kaum Flugzeuge, sondern leiht sich diese bei Bedarf von der jeweiligen Luftwaffe oder anderen Behörden. Die Flugzeuge starten grundsätzlich von Flugplätzen der jeweiligen Behörde oder Standort DE13 bzw. DE20. Die meisten Flugzeuge werden zur Aufklärung eingesetzt. Die Bekämpfung von Bodenzielen wird zumeist tiefer fliegenden Hubschraubern überlassen, da Luftangriffe oder gar Luftkämpfe über große Distanzen sichtbar sind. Panavia Tornado. Die Foundation besitzt Tornado-Rätsche zur Aufklärung und Überwachung und Tornado IDS für Spezialeinsätze. Für Protokoll Ragnarök werden Tornados von der Luftwaffe geliehen. Eurofighter Typhoon. Die Foundation besitzt keine eigenen Eurofighter. Sie werden stets von der Bundeswehr oder dem Bundesheer ausgeliehen. Sie werden fast ausschließlich zur Abwehr feindlicher Luft- und Bodenziele eingesetzt. Zur Aufklärung finden jedoch fast nur Tornados Anwendung. FA-18. Die Foundation besitzt keine FA-18, sie werden von den Schweizer Luftstreitkräften ausgeliehen. Saab 105Ö. Der Saab 105Ö ist ein leichtes Jagdflugzeug in Österreich. Es bestehen 3 Exemplare im Besitz der Foundation. Northrop F5. Die F5 wird als leichtes Jagdflugzeug in der Schweiz eingesetzt. Die Foundation besitzt 3 Exemplare Pilatus PC-7. Die PC-7 wird in der Schweiz und Österreich zur Aufklärung und für Luftbodenangriffe eingesetzt. Es bestehen 12 Exemplare im Besitz der Foundation in beiden Ländern. Flugdrohnen. Der Einsatz von Flugdrohnen ist noch heikler als der von Hubschraubern. Große Aufklärungsdrohnen sind zwar noch immer unauffälliger als Flugzeuge, wenn sie über Deutschland, Österreich oder der Schweiz auffallen, ist die Skandalträchtigkeit jedoch um ein Vielfaches höher. Der Einsatz großer Flugdrohnen ist daher sehr eingeschränkt. Meist werden nur kleine Drohnen im Nahbereich eingesetzt. Alle Drohnen verwenden ein Ortungssystem der Foundation, da die Nutzung von GPS in der Vergangenheit des Öfteren zu Fehlern und dem Verlust von Drohnen geführt hat. Einen Absturz und die mit großer Wahrscheinlichkeit damit verbundene Aufmerksamkeit möchte die Foundation dringend vermeiden. Trotz der Lobbyarbeit der Foundation wurde die Weiterentwicklung der EADS Barracuda eingestellt. Derzeit wird auf eine Wiederaufnahme der Entwicklung des umstrittenen Eurohawk hingearbeitet, was die Einführung einer waffenfähigen Flugdrohne ermöglichen würde. EMT Luna. Der EMT Luna ist eine mittlere Aufklärungsdrohne. Die Drohne wurde modifiziert und die Ursachen für die relativ häufigen Verluste der Modelle der Bundeswehr wurden behoben. IAI Heron 1. Die IAI Heron 1 ist eine große Aufklärungsdrohne. Es wurde erwogen, die Drohne zu bewaffnen. Aufgrund der geringen Tragfähigkeit und der Brisanz wurde darauf verzichtet. ETS-95. Die ETS-95 ist eine mittlere Aufklärungsdrohne. Ihr Einsatz ist in der Schweiz nicht ungewöhnlich, weshalb sie häufiger eingesetzt wird. EMT Aladdin. Die EMT Aladdin ist eine kleine Aufklärungsdrohne. Sie gehört zur Standardausrüstung größerer Kampf-MTF. EMT Fangcopter. Die EMT Fangcopter ist eine Mikroaufklärungsdrohne mit ca. 76 cm Durchmesser. Sie ist für den Einsatz in urbanem Gelände optimiert und für den Einsatz in Gebäuden. Durch vielfältige Nutzlasten ist sie sehr flexibel einsetzbar. Im Gegensatz zum Modell der Behörden kann sie bei der Foundation ihre Aufnahmen direkt an die Bodenstation senden. Prox Dynamics PD-100. Die Prox Dynamics PD-100 ist eine Miniaturaufklärungsdrohne. Mit einer Gesamtlänge von 16 cm ist die PD-100 perfekt für die unauffällige Nahbereichsaufklärung in jeder Umgebung geeignet. Neben der normalen Bodenstation besitzt die Foundation eine Kontrollstation, die in eine Jackentasche passt und mit einem Smartphone bedient werden kann. Ein wahlweise zuschaltbarer mobile Game Look der App ermöglicht Agenten die verdeckte Ermittlung auch in der Öffentlichkeit und im Gedränge. SCP-050-DE. SCP-050-DE ist ein anomaler Northrop B-2 Spirit Langstreckenbomber Klasse Taumil KI gesteuert. Zugriff verweigert. Bezeichnung LPX Waffengattung.
Laserprojektor, Munition, Radionukleidbatterie RTG 43X6521. Bestimmungsgemäße Verwendung. Der Laserprojektor LPX ist dazu bestimmt, Stoffe mittels Laserstrahl zu schmelzen oder zu entzünden. Das Modell LPX ist zur modularen Verwendung vorgesehen und besitzt keine integrierten Auslöser, sondern muss mittels eines vor dem Einsatz daran gekoppelten Funkauslösers ausgelöst werden. Dieser kann an einer der Montageschienen nach STANAG 4694 befestigt werden, ebenso wie eine Zielvorrichtung, die ebenfalls nicht fest integriert ist. Beschreibung. Der Laserprojektor LPX ist eine kompakte Laserwaffe in der Größe einer Maschinenpistole. Mittels NATO-Montageschienen können handelsübliche Anbauteile und solche aus dem Sortiment der Foundation angebracht werden. Die NATO-Schiene ist mit Komponenten für Picatinny-Schienen kompatibel. Zur größtmöglichen Kompatibilität verfügt der LPX weder über ein integriertes Griffstück noch über eine Zielvorrichtung. Der LPX wird kabellos ausgelöst und eingestellt. Die Verbindung von LPX und Griffstück sowie anderer kabellos verbundener Teile erfolgt in der Waffenkammer. Mittels Adapter kann der LPX als Unterlaufwaffe an einem Sturmgewehr angebracht werden. Sicherheitshinweise. Gefahr durch Laserstrahl. Der LPX ist ein Laserklasse 4. Nicht in den Laserstrahl sehen, nicht auf Menschen, Tiere, Objekte und Anomalien richten, die nicht ausdrücklich getroffen werden sollen. Getroffene Objekte können sich erhitzen, Feuer fangen und gegebenenfalls explodieren. Nicht auf eine spiegelnde Oberfläche richten. Gefahr durch heiße Oberflächen. Die elektrischen Kontaktflächen des Resonators können sich erhitzen. Nicht in das Batteriefach fassen, ohne den LPX abkühlen zu lassen. Gefahr durch radioaktive Stoffe. Die Radionukleidbatterie enthält stark radioaktive Stoffe. Beschädigte RT.Gs sind unverzüglich in eine abgeschirmte Transportkiste zu verbringen und der technischen Abteilung zu überstellen. Gefahr durch elektrische Spannung. Die RT-Key ist eine Batterie. Schließen Sie sie nicht kurz. Fassen Sie nicht auf die Kontaktfläche. Geben Sie RTTGs mit verschmutzten Kontaktflächen an die Wartungsabteilung weiter. Unternehmen Sie keinen Reinigungsversuch. Augenschutz benutzen. Wird ein LPX-Punkt mitgeführt, sind alle Einsatzkräfte mit für den jeweiligen Laserstrahl geeignetem Augenschutz auszurüsten. Die Kräfte sind verpflichtet, diesen Schutz stets zu tragen. Bestandteile. Der LPX besteht aus einem voreingestellten Lauf, einem Gehäuse und dem Energiespeicher. Lauf. In den Lauf werden der Resonator sowie verschiedene Linsen eingebaut. Der Lauf bildet eine Einheit, die der Bediener nicht zerlegen muss. Das absichtliche, unberechtigte Zerlegen des Laufes zieht Disziplinarmaßnahmen der Klasse B nach sich. Es stehen je nach Einsatzzweck verschiedene Resonatoren mit verschiedenen Wellenlängen und Energieausstoß zur Verfügung. Mit verschiedenen Linsen kann die Weite des Laserstrahls sowie ein Fokuspunkt eingestellt werden. Eine Verstellung im Einsatz ist nicht vorgesehen, die Einsatzleiter hat die Parameter vorher festzulegen und einstellen zu lassen. Der Lauf verfügt über Kühlrippen, um ein Verziehen zu vermeiden. Diese Kühlrippen dürfen nicht bedeckt oder künstlich, zum Beispiel durch einen Ventilator oder Wasser, gekühlt werden, damit Lauf und Gehäuse den vorgesehenen Wärmeaustausch vornehmen können, sonst droht die Waffe stark zu verziehen. Gehäuse. In das Gehäuse wird der Lauf eingeschraubt und im vorderen Bereich mittels eines Konus zentriert. Im hinteren Teil des Gehäuses befindet sich das Batteriefach, in das die Batteriefachabdeckung mit Batterieandruckfeder eingeschraubt wird. An der Unter- und Oberseite befinden sich lange, an den Seiten im vorderen Bereich kurze Montageschienen für Anbauteile. Ältere Modelle sind mit Picatinny-Schiene MIL-STD 1913 ausgestattet, neuere Modelle mit der NATO-Schiene nach STI Energie 4604 und 90. Anbauteile für die Picatinny-Schiene sind mit der NATO-Schiene kompatibel. Anbauteile für die Picatinny-Schiene sind jedoch nur bedingt mit der NATO-Schiene kompatibel. Gehäuse mit Picatinny-Schiene werden bei Bedarf ausgesondert. Energiespeicher. Der LPX wird standardmäßig mit der Radionukleidbatterie R.T.G.43X6521 betrieben. Es ist jedoch auch möglich, längere Batterien mit O, 43 mm und Doppelringpolen in einer verlängerten Batteriefachabdeckung zu verwenden, dann ist ein schneller Wechsel jedoch nicht möglich. Statt einer Batterie kann ein Kabelsatz mit passendem Adapter verwendet werden, etwa um den LPX über die Energieversorgung eines Fahrzeugs oder taktischen Servokampfanzuges oder mit Batterierucksack zu versorgen. Die RT.G ist selbst bei verbeulter Außenhaut noch sicher und gegen Risse und Löcher geschützt. Dennoch müssen beschädigte RT.Gs aus dem Verkehr gezogen werden. Die RT.G lässt sich nicht als Atomhandgranate nutzen. Sie explodiert nicht, dafür liegen radioaktive Stoffe in der Gegend rum, die irgendjemand vom Aufräumkommando wegräumen muss.
Denken Sie an die Umwelt und Ihre Kollegen, lassen Sie Ihren Atommüll nicht im Einsatzgebiet liegen. Wer Neulinge dazu animiert, Schindluder jedweder Art mit der RTG zu treiben, dem schiebe ich höchstpersönlich eine in den. Das ist kein Witz. Fragen Sie Corporal Sebastian Dreyer aus DE.7. O44. Anbauteile. Grundsätzlich sind alle Anbauteile für NATO-Schiene nach STANAG 4694 bei älteren Modellen eingeschränkt und Picatinny-Schiene MIL-STD 1913 mit dem Laserprojektor LPX kompatibel. Es werden folgende Anbauteile empfohlen: kabelloses Griffstück mit Pistolengriff und Ausziehschaft, Rotpunktvisier Vordergriff, Laserlichtmodul. Der Energieausstoß des LPX kann nicht so weit reduziert werden, dass er nur einen Punkt projiziert. Wartung. Alle Bauteile, die vom Benutzer abmontiert werden dürfen, sind entweder ohne Werkzeug oder mit verstellbarem 2 mm Stirnlochschlüssel zu demontieren. Für alle Bauteile, die nicht vom Benutzer zu demontieren sind, wird ein 1 mm Stirnlochschlüssel benötigt. Das unberechtigte, beabsichtigte Demontieren dieser Bauteile zieht Disziplinarmaßnahmen Klasse B nach sich. Es gibt keine Instandsetzungsarbeiten, die durch den Benutzer durchgeführt werden können, außer Reinigungsarbeiten. Dazu darf der Benutzer den LPX in folgende Baugruppen und Perlenteile zerlegen: Gehäuse, Lauf, montiert, Energiespeicher, Batteriefachabdeckung, Schutzblende. Vorne im Lauf, vor der Schutzscheibe. Achtung! Die Schutzscheibe ist nicht ultimativ kratzfest. Grober Schmutz und Sand kann mit Wasser ausgespült werden. Der montierte Lauf ist wasserdicht. Feiner Schmutz kann mit einem feuchten, weichen Tuch abgewischt werden.